Ja, liebe Modellbahnfreunde, der Bahnhof und somit auch die Ausstellungsanlage haben ihren Namen bekommen. Andreasthal an der Irmsch. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mitnehmen zum Bau eines Tunnelportals und natürlich zum Bau dieses kleinen Bahnhofsgebäudes. Weiterhin habe ich noch einige Kleinigkeiten, die den Betrieb der Anlage verbessern und die ich euch zeigen möchte. Ja, und es ist geplant, im Herbst diesen Jahres an einer lokalen Ausstellung mit dieser Anlage teilzunehmen. Den Termin und die Zeiten dazu werde ich rechtzeitig hier auf dem Kanal bekannt geben. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen hier im H0 Detailwerk. Und tschüss! Hier zu Beginn noch mal kurz gezeigt, was mit den LED-Beleuchtungsbändern schiefgelaufen ist. Neben der geringen Klebekraft der wasserdichten Version störte uns auch das warmweiße LED-Band. Neue Abschnitte mit der richtigen Lichtfarbe liegen bereits bereit. Die Tackerklammern habe ich wo notwendig gelöst, die Anschlussdrähte abgelötet, das neue LED-Band aufgeklebt und mit der richtigen Polung die Drähte wieder angelötet. Zur Sicherheit wurden wieder Tackerklammern mit Hilfe von Drahtschlaufen gesetzt und vorsichtig reingedrückt. Auf der Rückseite der dünnen Deckplatte habe ich die Klammern zur Minimierung der Verletzungsgefahr mit einer Zange umgebogen. Auf dem rechten Anlagenteil soll ein Tunnel zumindest für die Normalspur das Verschwinden der Züge vom gestalteten Teil der Anlage durch die Hintergrundkulisse kaschieren. Hierfür habe ich, ähnlich wie ein zu kaufendes, tiefgezogenes Geländeteil mit Tunnel, selbst eins konstruiert. Ein Pappmodell hilft, die Maße zu bestimmen. Aus Sperrholzresten wurde dann der Tunnel relativ stabil gebaut, da er am Anlagenrand vielleicht den einen oder anderen Stoß aushalten muss. Der längste einzusetzende Wagen gibt die minimalen Maße für das Portal vor. 2 Holzstifte erlauben mir, das Portal während des Bauens immer in der richtigen Lage auf die Anlage zu setzen und sind neben einer einzigen Schraube auch die endgültigen Klebepunkte. Die innere Tunnelröhre wird nur auf 10 cm gestaltet. Für das Profil eignet sich auch 2 mm dicker Karton. Einfacher Mauerkarton der diversen Hersteller findet Verwendung für die innere Verkleidung. Die Außenmauern können jetzt mit allen möglichen Materialien wie Gips und Fugen selbst ritzen oder Mauerkarton bzw. Polystyrolplatten gestaltet werden. Ich habe mich aufgrund der überschaubaren Fläche entschieden, die Mauern in Passepartout-Karton selbst zu ritzen bzw. zu prägen. Das Werkzeug besteht aus einem spitz, aber am Ende noch rund gefeiltem Nagel, der in einem Pinselgriff steckt. Rund, damit er die Kartonoberfläche nicht beschädigt. Es wird also nicht wie bei der Gipsmethode Material abgetragen, sondern geprägt. Zum Nachlesen auf meiner Homepage findet ihr den Link in der Videobeschreibung.
Die Randsteine habe ich aus dem gleichen Material gefertigt, aber diesmal die Fugen mit dem Cuttermesser geschnitten. Zum Schutz der weichen Kartonkanten kommt wieder flüssiger Sekundenkleber zum Einsatz. Die Farbgebung erfolgt mit Emaillefarben in einem Grauton. Die Fugen werden mit dünnflüssigem hellen Grau von Rebel Aquacolor und anschließendem Abwischen hervorgehoben und schlussendlich die Alterung wie gewohnt in der Bruschtechnik. Bevor nun der Tunnel endgültig befestigt wird, habe ich alle auf diesem Segment liegenden Gleise eingestottert. So vermeide ich, dass ich innerhalb der engen Tunnelröhre arbeiten muss und der sehr dünnflüssige wässrige Schotterkleber, diesmal der Scenic Cement von Woodland, die Tunnelinnenröhre aus Karton aufweicht. An den Segmentenden wurden noch die fehlenden Schwellen stückweise ergänzt und mit Sekundenkleber fixiert. Zum Schottern selbst und dem anschließenden Bemalen der Schienenprofile gibt es nichts Neues zu sagen. Nur für das Schmalspurgleis habe ich zusätzlich helleren Schotter und auch Sand verwendet. Hier kann ich nur auf mein Video zu diesem Thema verweisen. Den Link gibt es, wie ihr euch sicher schon denken könnt, in der Videobeschreibung. So, kommen wir nun zum zweiten Schwerpunkt des Videos, dem Bahnhofsgebäude. Ein kompletter Selbstbau mit einigen Hilfsprodukten der Modellbahnhersteller. Das Vorbild Falkenstein stand an der Lokalbahnstrecke Regensburg-Falkenstein. Der Rohbau aus Karton schlummerte schon lange in einer Kiste und wartete nur auf seine Vollendung. Darum starten wir auch nicht von Anfang an. Die Abmessungen konnte ich nur durch Abschätzen von vorliegenden Fotos ermitteln. Mit Passepartout-Karton wurde der Grundkörper mit ausreichenden Verstärkungsstreben erstellt, alle Schnittkanten wieder mit flüssigem Sekundenkleber verstärkt. Die Fenster stammen aus der Bastelkiste und wurden mit Sekundenkleber eingesetzt. Zusätzlicher flüssiger Sekundenkleber an den Kanten sorgt für ausreichend Klebekraft. Die Steinverzierungen sind in Streifen geschnittener und quasi geschälter Mauerkarton.
Das Dach ist separat erstellt und erleichtert somit das Dachdecken und den Einbau der Gauben. Die Dachpfannen von Noch sind auf einer Klebefolie und somit sehr leicht zu verarbeiten. Sie wirken sehr groß. Ich vermute hier eher den Maßstab 1:72. Die Firstziegel sind nach einer Idee von Kunstmichi entstanden. Wie, könnt ihr in dem verlinkten Video erfahren. Die Dachgauben sind aus Kartonresten eines Lasercut-Bausatzes, Fenster aus der Bastelkiste und Furnierholzstreifen erstellt. Bei der Auswahl der Farben habe ich grundsätzlich alle Kartonteile mit Emaillefarben von Revell behandelt und sonst die wasserbasierten Farben verwendet. Alterungen erfolgen mit Washings und anschließendem Braschen in hellen Grau- oder Weißtönen. Die Dachrinne von Auhagen habe ich mit Sekundenkleber fixiert und die Bleiverkleidung aus dünnem, grau gestrichenem Papier mit Weißleim eingestrichen und anschließend mit Pinzette und Zahnstocher der Form der Dachpfannen angepasst. Die Grundplatte, wiederum aus Passepartout-Karton, wurde, wie sollte es auch anders sein, mit einer geprägten Pflasterung versehen, wo auch schon mal ein Fingernagel die Kantensteine prägen musste. Nach Einfärbung und Alterung habe ich bereits die Figuren, wie immer mit einem kleinen Drahtstift mit Sekundenkleber auf die Grundplatte gesetzt.
Nach dem Verheiraten von Dach und Gebäude habe ich die Betonpfeiler mit Drahtstiften versehen und in den Dachüberstand gesteckt. Aber, ganz wichtig, nicht verklebt. Da nichts Passendes vorhanden war, habe ich 3 Kaffeerührstäbchen aus Holz zusammengeklebt und auf das erforderliche Maß, hier 4 x 4 mm, geschliffen. Jetzt kann die Bodenplatte mit dem Gebäude verklebt werden. Nach dem Ausrichten der Betonpfeile mit Hilfe eines Winkels aus Legosteinen fixiert ein Tropfen Weißleim diese auf der Bodenplatte. Das Stationsschild in Emaille-Ausführung klebt an 2 aus der Decke hängenden Drahtstiften, die ich schon vor dem Verkleben der Bodenplatte angebracht habe. Und zum Schluss noch der Dachständer für die Freileitung aus Messingdraht und ein bisschen Polystyrol. Zum Schluss noch die angekündigten Tipps für die Betriebssicherheit. Nicht mehr brauchbare Stellschwellen ersetze ich durch Lochstreifenplatine. Die Kupferschicht wird abgeschliffen und eventuell ein zusätzliches Loch gebohrt. Der Abstand Zunge und Backenschiene ist zur Vermeidung von Radsatzkurzschlüssen zu beachten. Diese Stellschwellen sind sehr stabil und betriebssicher, aber nicht besonders vorbildgetreu. Weiterhin habe ich festgestellt, dass das Stelldraht unbedingt rechtwinklig gebogen werden muss. Mir ist es passiert, dass eine Stellschwelle so gezwängt wurde, dass die Zungen aus der Halterung gedrückt wurden. Der Fahrbetrieb funktioniert schon fast fehlerfrei. Es sind noch einige Verbindungen zu löten, insbesondere die Leitungen des Bussystems für den Anschluss der Fahrregler fehlen noch. Im nächsten Video werden wir die rückwärtigen Segmente anschließen, die Gleise darauf verlegen und es geht los mit der Landschaftsgestaltung. Bis dahin alles Gute hier aus dem H0 Detailwerk.